Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Es sind 5 Wochen vergangen seit der letzten Folge. Das liegt daran, man könnte sagen, wir haben noch mal eine Woche länger gewartet, ob wir doch noch Themen kriegen, denn die letzten Wochen waren geprägt durch Wetten, das vor allen Dingen. Viele Teile des Teams haben diese Sendung mit vorbereitet, das, was wir zeigen wollen, alles noch mal schön gemacht, die Kameras mit installiert. Das heißt, diese so aufregende Geschichte für uns, die Wetten, das Sendung, hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass es am Flughafen langsamer voranging. Es ist nicht so, dass wir nichts geschafft haben, aber wenig, was man in Bildern zeigen kann. Was man zeigen kann, ist hier dieser Hauptbereich des Terminals, dass mittlerweile da auch schon die Platten liegen. Die Platten sind alle fertig. Es fehlen nur noch, glaube ich, eine einzige. Die werden nächste Woche eingebaut. Und dann ist zumindest der Status erreicht, dass wir das, was jahrelang am Reißbrett auf dem Computer gezeichnet wurde, hier endlich mal in 1:1 zu sehen ist. Das Schöne an dem 1:1 ist, dass ich mir die Ängste, die ich immer hatte, vielleicht nehmen kann, vielleicht aber auch nicht. Denn am Computer sieht alles immer so klein aus und da sieht auch immer alles so aus, als würde es passen. Jetzt ist mal in der Realität zu sehen, die ersten Flugzeuge zu haben, nachzuprüfen, ob die Maßstabzeichnungen, die wir von Airbus und Boeing haben, im Modell auch so umgesetzt wurden. Das alles mal zu sehen, ist sehr spannend, denn es kommt da sehr drauf an, nämlich zum Beispiel hier. Hier sind die Parkpositionen für die kleineren Flugzeuge. Es ist zwar von der Länge, geht es nachher bis Airbus A321, aber die kleineren brauchen nicht so viel Platz, dachte ich mir. Deswegen will ich auch unbedingt 5 Stück dahin kriegen, aber es wird trotzdem sehr eng. Ob es zu eng ist oder nicht, weiß ich jetzt seit ein paar Tagen, seitdem die Platten hier liegen. Und ich weiß auch, die Probleme und die Sorgen, die ich mir damals gemacht habe, sind berechtigt. Denn das Flugzeug fährt hier rein, kommt von hier hinten, hält an. Und hier ist die Treppe. Die Treppe wird über diesen Schlitz von unten geführt, kann weggezogen werden, wenn das Flugzeug wieder raus möchte, muss ja aus dem Weg, und wird hingefahren, wenn das Flugzeug hier steht. Problem ist, so gehört's. Wenn es zu früh anhält, sieht es doof aus. Wenn es zu spät anhält, könnte es hier ein Problem geben. Sieht erst recht doof aus, aber hier führen die Fahrspuren lang für die Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Caterer. Das ist der höchste und damit auch der problematischste. Wenn der jetzt hier lang will, weil das Flugzeug zu weit vorne gefahren ist, geht es nicht mehr. Dann passt es nicht mehr. Und das ist definitiv eine Situation, wo vom Leitstand dann jemand aufstehen muss, hingehen muss und das Problem beheben muss. Das gilt es natürlich von Anfang an so gut wie es geht zu vermeiden und nicht wiederum auf der anderen Seite immer zu vorsichtig zu sein, weil da sieht es nachher blöd aus. Ich hoffe, dass der Kompromiss gelungen ist. Wir werden es am Ende sehen. Auch die Tanker, die müssen nämlich ab einer bestimmten Flugzeuggröße dann wieder unter das Flugzeug, damit sie ordentlich betanken. Ob ich mich da irgendwo verkalkuliert, verrechnet habe oder die Wirklichkeit mich einholt, wir werden es sehen. Aber momentan sieht es tatsächlich gar nicht schlecht aus. Auch hier im hinteren Bereich, hinter der Anlage, die 3 Umfahrungsebenen für die Flugzeuge, ist es mächtig vorangegangen, auch wenn man es nicht sieht. Wir haben hier den Deckel gezeigt, so haben wir ihn genannt, mit den Spanten drauf für die Berge, die hinten für die Tarnung da sind. Da haben wir sehr viel Kritik bekommen, dass es an einer Startbahn keine Berge gibt. Richtig. Wir bauen das immer so, dass wir die Spanten für die Landschaft, die dahinter steht, erstmal zu hoch bauen und uns hinterher so zurechtsägen, wie es am besten passt. Natürlich gibt es neben einer Startbahn keine so hohen Berge, wie es letztes Mal den Eindruck machte. Jetzt sieht man schon, sie sind mächtig runtergesägt. Ein paar kleine Hügelchen, um das Ganze dreidimensional zu lassen, bleiben noch. Der Rest ist weg. Wir können ja diesen Monat nicht so viel in Bildern zeigen, also nehme ich das mal zum Anlass, um eine andere Sache mal vorzuführen. Dazu gehen wir mal zu mir ins Büro. Hier am Bildschirm läuft nämlich gerade die Simulation, wie es später mal aussehen wird. Im Hintergrund bin ich halt immer viel am Programmieren, das sieht man auch nicht so, aber was man jetzt das erste Mal sieht, es sind die gesamten Parameter eingegeben worden von mir, wie es nachher am Ende aussehen wird, wenn ein Flugzeug ankommt. Denn wenn ein Flugzeug am Flughafen ankommt, müssen Busse kommen und diverse Fahrzeuge. Es sind insgesamt bis zu 14 verschiedene Fahrzeuge, die abgerufen werden müssen, hinfahren müssen, sich dort aufstellen müssen, eine bestimmte Zeit verweilen und sich vor allen Dingen niemals gegenseitig im Weg stehen. Um das zu simulieren, kann ich meine Software auch auf Zeitraffer stellen, das mache ich mal eben. Dann sieht es hier etwas quirlig aus. Wir haben 35 Parkpositionen, die zwar so ein bisschen Regeln haben, wo welches Flugzeug hin darf, aber es soll sich ja niemals etwas wiederholen, ist auch in echt nicht so. Das heißt, für jede Parkposition muss irgendwie definiert sein, wenn dort der Hamburg International A319 ankommt, was passiert dann eigentlich? Brauche ich da einen Bus, 2 Busse und so weiter? Das ist jetzt alles mal fertig, auch um uns zu zeigen, wie viele Autos müssen wir eigentlich bauen. Hier sieht man zum Beispiel auch der graue Bereich, wo eigentlich nichts ist. Das ist der Bereich, wo die Besucher stehen dürfen. Und da zeigt sich auch, dass es wirklich völlig unterschiedliche Positionen gibt. Hier vorne kann man ganz dicht auf die Startbahn gucken. Hat relativ viel Autoverkehr. Hier in dieser Nische hat man einen tollen Blick aufs gesamte Terminalbereich. Die Autos, den verkehrsträchtigsten Bereich für die Autos. Direkt vor der Nase ein paar Parkpositionen. Hat aber vielleicht nicht den perfekten Blick auf die Startbahn, weil hier die Säule im Weg ist. Während auf der anderen Seite, da ist nicht so viel Autoverkehr, weil die Fahrzeuge nehmen natürlich immer den kürzesten Weg und die Depots sind hier hinten. Hat man aber den super Blick über die gesamte Startbahn, wie die Flugzeuge starten oder landen.
Deswegen, wir haben es auch immer versucht, die vielen Meter Anlagenkante, die wir zwar haben, aber möglichst alle gleich interessant zu gestalten. Denn wenn wir nur eine Filetstelle hätten und jeder Besucher am liebsten da eine halbe Stunde verbringen möchte, wird es eng. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, dass wir den gesamten Flughafenbereich an allen Ecken wirklich interessant gestalten konnten, sodass jeder auch wirklich schöne Stellen hat, wo er gucken kann und nicht immer weggedrängelt wird. Hier zum Beispiel haben wir etwas, was für uns auch neu ist im Bereich K-System. Wir haben einen Kreisverkehr. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, ob das mit der Steuerung und den Vorfahrtsregeln, die ja beim Kreisverkehr etwas anders sind, alles so funktionieren wird. Und vor allen Dingen, Kreisverkehr ist sehr kritisch für sehr lange LKWs und unsere Tanklastzüge, die Flugfeldtanker, sind sehr lang. Hier in der Software machen die Autos keine Fehler. Sie entgleisen nicht und vor allen Dingen ein Tanklaster, der zu lang ist, bleibt nicht in der Mitte von einem Kreisverkehr, eventuell an einer Statue hängen oder irgendwas. Ob es in der Realität so fehlerfrei wie hier in der Simulation stattfindet, wir werden es sehen. Wenn es so funktioniert, bin ich wirklich glücklich. Was man hier jetzt noch nicht sieht, schalte ich mal an. Da habe ich nämlich wirklich Sorgen vor. Und zwar haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir Abflug und Ankunft genau timen können. Dafür gibt es auch schon die Anzeigetafel. Die wird auch hinten am Flughafen und am Leitstand groß zu sehen sein. Es wird für jedes Flugzeug auch realistische Ziele eingegeben. Und ich hoffe auch, dass diese Zeile hier planmäßig und diese Zeile erwartet nicht zu weit voneinander abweichen. Sprich, dass wir einigermaßen pünktlich in unserer Prognose sind. Wir werden sehen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Was ein bisschen anders ist als an einem großen, echten Flughafen, ist diese Zeile hier. Wir mussten das so machen, es ist unsere Lösung, um dem Zuschauer versuchen klarzumachen, dass es passieren kann, dass zum Beispiel ein A380, auf den man sehnsüchtig wartet, jetzt nicht kommen kann. Problem ist nämlich, wir haben zwei A380 geplant, aber nur eine Position, wo dieser parken kann. Grund, der A380 muss einfach immer unterwegs sein. Wenn einer mal ausfällt, muss ein zweiter da sein. Wenn ich jetzt aber prognostizieren soll, wann dieser A380 landet, der steht unten in den 3 Ebenen bereit in einer Warteschlange und ist bald dran. Dann steht er hier schon im Flugplan drin. Wenn der jetzt aber vorne dran ist, dürfte jetzt landen als nächster. Der A380, der vorne aber auf der Parkposition steht, da sind die Tanker zu spät gekommen oder es gab einen Stau und die Enteiser sind nicht gekommen. Dann steht der noch da, während der andere eigentlich landen soll. Jetzt zu sagen, ich kann jetzt eine Viertelstunde kein einziges Flugzeug mehr landen, weil ich warte ja auf den A380, wäre blöd. Er muss sich also wieder hinten anstellen. Das heißt, Flugzeuge, die hier in unserer Ankunftsplan diese 3 Sternchen haben, damit will ich sagen, nicht ganz sicher, ob er auch wirklich kommt. So viel erstmal zu der Steuerungssoftware. Vielleicht können wir in einer anderen Folge von Gerrits Tagebuch dazu noch mal mehr erzählen, wenn die Nachfrage dazu besteht. Wir haben ja in der letzten Folge ein Thema mal intensiver angeschnitten und haben sehr viele Zuschriften, Tipps und Ideen bekommen. Und darauf möchte ich eingehen, aber dafür gehen wir mal runter in unser Labor. So, hier sind wir jetzt an dem Arbeitsplatz von Axel. Der hat wie viele von uns wahrscheinlich die Weihnachtsfeier nicht überstanden. Deswegen ist es hier heute ruhig und leer. Aber es herrscht das Chaos, wie bei mir oben auch. Das brauchen wir auch, um kreativ zu sein. Kreativ zu sein, um das Problem zu lösen, was ich in der letzten Folge am Ende angesprochen habe. Da möchte ich mich ganz herzlich für die vielen Zuschriften, Ideen und Tipps bedanken. Klingt vielleicht ein bisschen blöde. Die meisten Sachen haben wir davon schon ausprobiert. Es bleibt nämlich weiterhin das Problem, das ist unser größtes Fahrzeug mit, dass wir eigentlich keinen Platz haben. Es soll eigentlich alles voll mit Akku gemacht werden, damit wir möglichst das größte Problem, nämlich den Stromverbrauch, im Griff haben. Hinzu kommt nämlich, dass gerade dort, wo ein Sensor angebracht werden könnte, überhaupt gar kein Platz ist. Wir könnten hier zwar versuchen, über optische Sensoren, das haben wir auch schon gemacht, oder über Magnetfeldsensoren, Hallsensoren oder ähnliches, irgendwie die Drehzahl abzugreifen. Erstens, es herrscht kein Platz. Zweitens, Sensoren brauchen Strom, haben wir nicht. Und bei der Drehzahl, die hier unten herrscht, eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, müssten wir unseren Prozessor, der momentan so langsam läuft, wie es nur möglich ist, hochtakten, und das würde einen signifikanten Stromverbrauchanstieg bedeuten. Und wie gesagt, Stromverbrauch und Platz sind unsere größten Probleme. Die Lösung liegt tatsächlich in dem häufig vorgeschlagenen in der PWM-Regelung. Die nutzen wir auch schon, haben auch recht gute Ergebnisse, haben aber da das Problem, dass in der Pause der PWM-Regelung die Spannung gemessen werden kann, die aber gerade bei langsamen Geschwindigkeiten sehr variiert. Das heißt, ich müsste über einen längeren Zeitraum glätten. Das heißt, ich habe das Ergebnis über die Drehzahl erst dann, wenn ich sie gar nicht mehr brauche, weil das Fahrzeug schon längst wieder schneller fahren muss. Würde ich häufiger messen, würde das dazu führen, bei den langsamen Geschwindigkeiten, dass das Fahrzeug ruckelt. Also ein Problem. Die Lösung liegt darin, PWM-Regelung, möglichst viele Informationen finden. Das Fahrzeug versucht, eine Menge Werte selbst zu speichern, macht Referenzfahrten, misst sich also selbst durch in Strecken, wo es nicht gesehen wird. Das kriegt es mitgeteilt. Jetzt kannst du dich ein bisschen testen. Aber den größten Teil muss die Steuerungssoftware erledigen. Die muss einfach lernen, herauszufinden, wie sich das Fahrzeug in der Zukunft verhalten wird. Ich hoffe, dass wir das Problem noch gänzlich lösen werden. Wir sind auf dem besten Wege. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich für das tolle letzte Jahr bedanken. Ich möchte allen Zusehern tolle Festtage wünschen. Kleine Information noch, ich gehe endlich in Urlaub im Januar, 2 Wochen, deswegen wird die nächste Folge sich wahrscheinlich um eine Woche verschieben. Ich freue mich fürchterlich doll auf das Jahr 2010, weil das wird, wenn alles so bleibt, das Jahr der Eröffnung werden.